Willkommen zu Frequent Traveler TV. Mein Name ist Lars Korst und heute wieder zu einer frisch gepressten Sendung. Die Frage war gestern irgendwo, die ich gelesen hatte, unter einem YouTube-Kommentar, warum frisch gepresst? Weil es frisch gepresst ist wie ein Orangensaft, weil es frisch gepresst ist wie die Tageszeitung, ist alles lecker, frisch und einfach für euch zubereitet, deshalb frisch gepresst. Es muss ja auch nicht alles wirklich richtigen Sinn machen. Ich weiß gar nicht, warum ich das sage. Ich kam da irgendwann drauf und ich fand es lustig und ich habe es beibehalten. Aber ihr könnt ja kommentieren, was ihr dazu denkt. Vielleicht die erste Frage des Tages außer der Reihe oder sowas. Nichtsdestotrotz geht es zu den frisch getesteten Themen weiter. Eurowings gibt nicht alles an Einsparungen durch die Ticketsteuer an uns zurück. Lufthansa stellt die Strecke Frankfurt-Stuttgart endgültig ein mit dem Flugzeug. Gucken wir uns mal genauer an. Dann haben wir vom Eierfranken Air France KLM, die freuen sich, ein Arzt oder ich was gesagt, ich sag's nicht, wie ich sagen wollte, aber auf jeden Fall freuen die sich, dass da mehr Nachfrage ist bei den Freunden. Dann Kehrtwende bei den Flexgebühren. Lufthansa hat entweder den Kanal geschaut oder sie haben einfach auf euer Portemonnaie gehört, wo ihr gesagt habt, nö, buchen wir einfach kein Flex mehr, dann danke, tschüss. Und IHG hat einen Points and Cash Sale an dieser Stelle. Ihr denkt dran, wie immer den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like da zu lassen, aber auch aufs Gut zu kommen und zu diskutieren. Das erste Thema ist Eurowings und die Ticketsteuersenkung. Die Senkung betrifft immerhin 2,50 €, die man einspart pro Kurzstrecke. Und man gibt nur einen Teil der Entlastung weiter, weil man der Meinung ist, dass die Gebühren gestiegen sind. Aber egal, lass uns nicht streiten über Details. Und natürlich die Kerosinkosten sind ein Grund. Die Kostensteigerung ist zweistellig, die Ticketpreise sind nur einstellig gestiegen. Mallorca-Buchungen haben 9% mehr versus Vorjahr und man hat mehr als 400 Flüge pro Woche nach Palma de Mallorca. Also man sieht, Eurowings gibt Gas. Und ja, die Margenstabilisierung, die man damit vornimmt, durch die Entlastung bei den Steuern, klar, kann man irgendwo nachvollziehen, aber das ist ja immer so, dass man das leider nicht vergisst, wenn die Kerosinpreise wieder mal runtergehen, dass man sagt, ja, wir haben noch Geld von euch, das wir kriegen. Dann ist Preisspielraum natürlich sehr, sehr gering, aber ein hoher Kostendruck, das kann man auch so sehen. Nachfrage bleibt trotzdem stabil. Man hat auch da natürlich den klassischen Yield-Management-Move von den Airlines, dass sie halt sagen, was wir haben, haben wir und da gibt es nichts zurück. Und deshalb kann man natürlich auch sagen, dass die Steuersenkung jetzt nicht wirklich viel war. Und diese politische Bevorzugung, ja gut, irgendwas muss man ja in der Politik machen. Und die Steuersenkung, als Fazit kann man einfach nur sagen, die verpufft einfach, zumindest in dem Sinne, dass sie nicht an uns weitergegeben wird. Und Profitabilität ist für die Airlines immer noch A und O. Die Lufthansa ist ja da sehr konservativ unterwegs. Ja, sollte die Politik stärker kontrollieren, ob die Entlastungen an uns Passagiere weitergegeben werden, das könnt ihr ja als Frage des Tages beantworten. Air France KLM profitiert ganz knallhart von der Lufthansa Cityline. Ja, nehmen wir das Schwäche oder aus oder wie auch immer. Air France KLM gewinnt deutlich Passagiere in Deutschland durch den Lufthansa-Rückzug und Streckenstreichungen. Top-Umsteigeziel ist jetzt Lima. Premium-Kabine wachsen am stärksten. Und man hat auch A350 Flugzeuge, die man bei Air France plant. Aber keine neuen Deutschlandrouten gibt es von denen. Konkurrenz nutzt diese Lufthansa-Schwäche gezielt und damit sieht man ja auch, dass halt solche Diskussionen, wie wir sie auch gleich mit Stuttgart haben werden, natürlich komplett Banane sind, weil am Ende des Tages, wenn man überlegt, ob man jetzt von Stuttgart aus nach Frankfurt fliegt und dann weiter nach Asien oder ob man von Stuttgart nach Amsterdam oder nach Paris oder nach London, wohin auch immer fliegt, um dann weiter zu fliegen, ich glaube, da ist der Umwelt jetzt nicht ganz so viel geholfen, das ist jetzt nicht ganz so ein großer Unterschied. Und die Frage ist natürlich, dass man natürlich damit an Bedeutung gerade in Paris und in Amsterdam gewinnt und ein Gewinner ist. Frage ist nur, ob Lufthansa diese Gewinne, hätte ich erst gesagt, bei der Air France langfristig abgeben muss und ob diese Marktanteile auch bei Lufthansa langfristig weggebrochen sind. Und die Frage ist auch, ob Lufthansa dadurch ihre Markenstellung in Deutschland verlieren wird. Ihr könnt das ja beantworten. Wir sehen das zum Beispiel jetzt am dritten Thema, nämlich an der Streichung der Strecke Stuttgart-Frankfurt, Frankfurt-Stuttgart, egal wo man das sieht. Man beendet nach Jahrzehnten eine der wichtigsten Inlandsrouten und ich bin oft nach Stuttgart geflogen, weil ich nach Stuttgart musste und setzt komplett auf den Bahnverkehr. Das ist 70 Jahre, die diese Strecke geflogen worden ist. Die ICE-Züge
haben damit die Aufgabe übernommen von Lufthansa. Die haben auch direkte Verbindungen damit verloren. Weitere Kürzungen waren ja Bremen und Paderborn. In Paderborn ist, glaube ich, auch sogar der Partner jetzt mit dem Sittich. Und damit ist der Shift vom Flug zum Zug politisch und wirtschaftlich anscheinend gewollt. Und ja, man möchte halt sich auf Hubs konzentrieren. Der Fokus ist halt wirklich, dass man den Businesskunden damit verlieren kann. Das ist das Risiko, und Fokus ist halt auf Hubs damit, glaube ich, nicht ganz so clever am Ende des Tages, weil die Businesskunden sind ja die, die Geld bringen. Aber man muss natürlich sagen, dass das ein historischer Einschnitt ist und dass Lufthansa halt bewusst dieses Inlandsnetz reduziert. Aber es gibt weitere Anbindungen von Stuttgart aus an Wien und so weiter. Also heißt, Zürich gibt es ja auch noch. Also insofern ist das jetzt nicht ganz so dramatisch, aber ihr könnt ja das beantworten. Würdet ihr statt des Fluges den ICE freiwillig nehmen oder habt ihr gesagt, ja, ich bin ja eh nicht nach Frankfurt geflogen, weil ich bin im Swiss lieber geflogen und über Zürich umgestiegen? Ja, dann haben wir nochmal einen Umstieg bei Lufthansa bei der Meinung, und zwar die Flex-Tarife. Ja, hört, sind jetzt nach den massiven Kritiken wieder gestrichen worden. Aber jetzt mal festhalten, also die Gebühren sind ja 1000 bei der Business, 700 bei der Premium Economy. Und damit sind jetzt größtenteils wieder kostenlose Stornos möglich. First Class reduziert auf 800. Grund ist Stabilisierung der Lage. Klar, hat sich alles jetzt verbessert. Ne? Klarer Rückzieher ist klar, weil wegen Kundenfeedback. Das hat jetzt nichts, weil Lufthansa jetzt gemerkt hat, sie können da kein Geld nehmen. Also komplett bekloppt. Vielflieger haben damit also Einfluss auf die Markenentscheidung, denn wir können mit unserem Portemonnaie abstimmen und das ist die mächtigste Waffe, die wir haben. Flexibilität bleibt der entscheidende Faktor, wenn man diese Tickets braucht und kauft. Also ich kaufe ja ein Flex-Ticket, weil ich flexibel sein muss und möchte und nicht unbedingt dann am Ende in die Röhre schaue. Und da muss man dann der Lufthansa ehrlicherweise sagen, war nicht smart. Ja, die Frage ist natürlich, ob das nur ein Test war und ob die Lufthansa wirklich so viel Preismacht hat, wie sie glaubt, das auch dann durchzusetzen am Markt. Und als Fazit können wir einfach nur sagen, dass die Kundenreaktion Wirkung gezeigt hat. Flex bleibt also ein Kernprodukt und Flex heißt flexibel. Auf einigen Strecken wird das nicht so sein, da wird es trotzdem die Gebühren noch geben und die Gebühren, wenn sie einmal in den Preis eingespielt worden sind, werden erst jetzt ab 10. Juni, glaube ich, mit den anderen Preisen wieder gemacht. Also insofern wartet, bis ihr den Flug buchen wollt. Ja, würdet ihr denn noch Flex buchen, wenn Gebühren jederzeit kommen können? Macht ja keinen Sinn. Wir haben ja schon bei Flex-Tarifen diese wie heißt das, Differenz, die man zahlen muss, Tarif-Differenz. Und damit haben sie ja schon flexibles Momentum da drin. Also das ist nur, dann geht es wirklich nur darum, dass man das stornieren kann. Ich würde sogar sagen, dass eigentlich ein flexibles Ticket auch flexibel stornierbar nicht nur sein sollte, sondern auch umbuchbar. Das heißt also, wenn ich heute buchen will, auf morgen buchen will und dann sollte keine Zuzahlung, weil auf einmal die Kabine nicht verfügbar ist. Also die Buchungsklasse oder sowas. Ist halt so. Ja. Ihr könnt die Frage beantworten. Dann haben wir als letztes Thema die IHG, Points and Cash Sale. Die bieten 15% Rabatt auf den Cash-Anteil bei Points and Cash Buchungen. Die Buchungen sollten bis zum 22. Juni stattfinden, Reisen bis 6. Juli. Punktepreis ist 51 $Cent. Ja, es ist also kein echtes Points and Cash, weil man die Punkte ja kauft, ne? Nur so als Randbemerkung. Aber es ist ein typischer Preis-Sale-Mechanismus, wo man da halt das versucht. Es ist eine gute Option, wenn man Punkte damit erreicht hat oder sowas, aber kein Cash-Refund bei Storno. Und damit sehe ich einfach mal, dass das kein wirklicher Deal ist. Und als Fazit ist es halt wirklich nur ein durchschnittlicher Deal, nur interessant bei gezielter Nutzung aus meiner Sicht. Also wenn ihr einen Use Case habt und ich erspare euch die Frage, ob ihr noch sammelt oder ihr nur kauft. Ja, als Fazit zu der Sendung kann man heute nur sagen, Airlines kämpfen mit Kosten versus Nachfrage. Lufthansa zieht sich strategisch zurück, aber Air France nimmt diese Lücke massiv, also Air France KLM. Und Premium wird ein klarer Wachstumstreiber. Man sieht das ja auch, 350er hier, da und so weiter. Gestern ITA, heute auch nochmal bei Air France, die wollen mehr. Und ja, man kann auch noch festhalten, Kundenfeedback, vor allem mit dem Portemonnaie, hat positive Resonanz bei den Herstellern, hätte ich fast gesagt, bei den Fluggesellschaften gesorgt.
Ihr denkt dran, wie immer, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, einen Like dazulassen, aber auch auf Scoot zu kommen. Ich sage es immer wieder. Vergesst nicht, die Frage des Tages zu beantworten. Einmal natürlich, Vertrauen in Flex-Tarife noch da oder nicht? Zumal ja alte Tarife ehrlicherweise nicht geändert worden sind. Es ist ja nur für neue und da wusste man ja, worauf man sich einlässt. Und dann die andere Frage ist natürlich, sollte die Politik Ticketpreise regulieren? In dem Sinne, danke, dass ihr heute dabei wart. Bis zur nächsten Sendung. Ciao.